Ja, herzlich willkommen bei Heideke TV. Mein Name ist Dominik und rechts neben mir mein Vater Andreas. Ja, wir betreiben ja hier ein Haarsystemstudio in Hamburg und also falls du das erste Mal auf unserem Channel bist. Ansonsten, ja, unseren Kanal gibt es jetzt seit 2013, also sprich 8 Jahre und vielleicht bist du einer davon gewesen, der seit 2013 unseren Kanal abonniert hat. Und genau darum geht es heute. Wir wollen einfach mal auf unsere alten Videos reagieren. Das bedeutet, irgendwann hat man ja angefangen, das erste Video zu drehen in Blogformat. Und wenn man mal so zurückblickt, hat YouTube vor 8 Jahren noch nicht diesen Hype gehabt, wie er ihn heute hat. Und man hat sich ja weiterentwickelt, man hat sich verändert, man hat sich persönlich verändert, ob es jetzt auch optisch ist oder in seiner ganzen Verhaltensweise. Ja, und der Sache wollen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Ich bin schon ganz gespannt. Unser Team hat uns natürlich nicht verraten, was wir hier vor die Linse bekommen. Und ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Wir gucken mal, welche... Sind wir schon 8 Jahre? Schon 8 Jahre? Wir beide sind 8 Jahre. 8 Jahre schon? 8 Jahre sind wir jetzt bei YouTube dabei, genau. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich muss selber sagen, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr unsere ersten Videos gesehen, weil ich kann nur sagen, es ist beschämend. Ich muss sagen, ich muss jetzt schon lachen, weil ich denke immer, meine Güte, was für ein Klapskali stand denn da vor der Kamera. Ja, du hast es schon immer sehr professionell gemacht. Da habe ich aber irgendwas von dir gelernt. Ja. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal rein ins erste Video. Und ja, unser erstes Reaction-Video. Ne? Also, ja. Und wenn es euch gefällt, dann machen wir natürlich noch weitere für euch. Okay, Leute, also alleine das Startbild, das Standbild reicht mir eigentlich schon. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr den Film von Christian Bale? Der hat ja mal Batman gespielt, der musste mich mal für einen Film so richtig runterhungern. Also man würde denken, ich bin magersüchtig. Oder vielleicht bin ich jetzt einfach auch fett, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir starten jetzt mal ins erste Video rein und let's go. Alleine dieser Umhang, war mit denen ausgegraben, mit sich verarschen. Naja, aber guck mal, diese Lederflügel, das ist auch ganz nett. Ne? Ich dachte, das ist eine Rüstung wie von Batman. Ja. Oh Gott. Aber ich muss jetzt weitermachen, aber es ist genau das ist das Video, wo du dein Haarsystem bekommst. Ne? Und ich sage euch, es war das erste und das letzte Mal, dass ich meinem Vater ein Haarsystem angepasst habe. Also, es ist natürlich aufregend, so eine Situation, aber mein Vater ist der schlimmste Kunde von all meinen Kunden, die ich je in meinem Leben hatte. Aber seht selber, wir schauen uns das einfach jetzt mal weiter an. Ja, okay. Hier spricht der Andreas Heideke und mein Sohn. Sag mal, bist du das hier? Warum machst du denn? Bist du das? Nee, wir haben das schon aufgenommen. Hast du schon ein Tattoo? Oh, eins. Eins, ja. Eins. Bisschen mehr jetzt gerade, ne? Ja. Aber ich muss sagen, du siehst vor 8 Jahren siehst du 30 Jahre älter aus als jetzt. Oh, jetzt hier. Oh ja. Die Mucke, wie so eine Arztpraxis. Bekomme ich mein Natureline Haarsystem eingeschnitten und mein Sohn Dominik. Oh, heul doch nicht klar, jetzt sind wir mal bei der Bestattung gesehen. So. Oh Mann, ey, das ist dein Sohn Dominik, der tut mir leid. Guck mal, wie. Oh, das ist. Weil er hat jetzt oben, wird es die Haare abnehmen, die einfach jetzt hier zu dünn sind. Und dann kommt ein medizinischer Hautkleber da drauf und wird dann das System einarbeiten und natürlich dann einschneiden. Oh. Ja, also hier seht ihr selber, wegen zu viel Aufregung zensiert. Ich weiß nicht, ob das Aufregung war oder ob mein Vater mich umbringen wollte in dem Moment, ich weiß nicht. Wir haben uns auf jeden Fall erstmal extrem gestritten. Ich glaube, wir haben ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, bis wir überhaupt weitergemacht haben, weil ich gesagt habe, mach deinen Scheiß doch selber. Also ich war schon kurz davor, eigentlich nach Hause zu fahren, weil egal was ich gemacht habe, ich habe es falsch gemacht an dem Tag. Da habe ich das Haarteil einmal zu kurz weggeschnitten und hier und hast du nicht gesehen. Naja, du hast doch die eine Hälfte nur rasiert gehabt. Du wolltest mich ja dann einfach da sitzen lassen. Da kann ja mit einer Hälfte dann. Ja, weil du mich angeschrien hast. Du hast gesagt, ich mache das nicht richtig. Dann habe ich gesagt, mach den Scheiß selber, dann wollte ich dir auch nicht mehr die Tonsur rasieren. Ne? Aber das ist, glaube ich kann gut reden. Ne? Ich habe ja selber kein Haarsystem, noch nicht wohlgemerkt. Aber ich glaube, wenn ich dann wirklich in der Situation da sitze und das erstmal den Rasierer ansetze und mir die Tonsur rasiere, ich glaube, es ist schon nicht ohne, ne? Also, das ist ja, schon ein merkwürdiges Gefühl, ne? Ja. Aber es hat ja auch bei dir 40 Jahre gebraucht, bis du überhaupt ein Haarteil endlich für dich erkannt hast. Das stimmt, ne? Ja, das stimmt. Ja,
beste Story ever, ne? Ich habe dann irgendwann bei meinem Vater angefangen zu arbeiten. Er hat direkt jedes Mal den Kunden die Haarteile versucht zu verkaufen und hier neue Lebensqualität. Er hat selber kein Haarteil auf dem Kopf. Ich so, wie kannst du denn Haarteile verkaufen und du trägst selber keins? Nee, darüber hat er dann irgendwann nachgedacht und dann ist er zu dem Schluss gekommen, ja, ich glaube, mein Sohn hatte gar nicht so unrecht. Ich kann ja wohl einem... In dem Fall hattest du recht. Aber es war trotzdem sehr, sehr gut. Ja. Sehr Wir machen mal aufregend. weiter. Auf jeden Fall, let's go. Ja, ich kann. Oh, Jeder euch sagen. das war die Transformation. Wie lange hast du dazu gebraucht? 4 Stunden? War das 4 Stunden? Oder? Ich glaube 4 Stunden. 4 Stunden, ne? Wirklich. Das war Transformationsvideo. Mittlerweile kennt ihr unsere Transformationsvideo, in welchem Prozess das ist. Früher hat man das gemacht, einfach schwarzes Bild wegen Zensierung und dann war die Transformation schon fertig. Also das war früher der Vorher-Nachher-Effekt. Ja. Ja, aber wie findest du dein Haarteil? Sag mal was. Also ehrlich, ich finde es ganz gut. Ganz ehrlich. Ich war einfach unsicher. Das ist auch schön nicht so dick, ist ein bisschen dünner. Auch eine sehr, sehr gute Sache. Und jetzt wirklich mal. Aber das ist oftmals so, ne? Wenn ein Kunde das erste Mal sein Haarteil bekommt, dann will man ja irgendwie, sagt man, oh, ich will nicht, dass es auffällt, ein bisschen weniger Dichte, aber das ist echt krass, dass umso länger man ein Haarteil trägt, umso mehr Dichte will man auch. Ne? Man wird ja richtig, in Anführungszeichen, geil auf mehr Haare. So, aber ist das jetzt mit dem Bart so besser oder so besser? Nein, jetzt so. Also ich finde wirklich, Meint ihr, ist es so besser oder so? no joke, Daumen hoch in den Kommentaren, wenn ihr findet, dass mein Vater in dem Video älter aussieht als jetzt. Danke. Ne? Also ich finde, du siehst jetzt wirklich besser aus, jünger. Ja, gut, dass ich sitze, ne? Guck mal, ich bin gar nicht mehr im Bild. Nee. Wahrscheinlich bin ich schon nach Hause gefahren. Ja, kann sein, ja. Das kann. Wie ein Kunde auch vielleicht fühlt oder der sich damit beschäftigt. Ja, es wurde ja auf dem Oberkopfbereich diese dermatologische Kleber aufgegeben und dann wurde diese dünne Folie. Vom medizinischen zum dermatologischen Ja. Kleber. Aber naja, aber schau mal abgesehen vom Kleber jetzt, aber den Haarschnitt, das sieht schon ganz cool aus, was du da gemacht hast. Ne? Ja, also So. Haare schneiden kann ich ja schon. Ne? Aber nach 3,5 Stunden ist das schon, ne? Ja, Wenn man das, Ganz kurz hat es hinten nicht gleich gehalten, da muss man nochmal nach. ach ja, genau, das war auch die Geschichte. Ach so, die ja. war es. Dann hat mein Sohn Dominik das geschnitten und ich habe einfach jetzt mal ein bisschen mit Gel gearbeitet und ich muss sagen, das ist also richtig gut. Ja, also ich denke, da muss man sich jetzt nicht verstecken. Also von der Farbe her passt es gut, auch vom Alter her. Es ist nicht so dick und ich denke, das ist gut gelungen. Aber jetzt muss man natürlich sehen, wie das ist, wenn ich jetzt dusche und schwimme und mache und tue. Das werde ich natürlich auch alles dem Kanal für euch fertig machen, weil ich möchte. Fertig Das alles fertig machen. machen. Also, ja, jeder fängt hier an und ich muss sagen, irgendwie wird man auch ein Stück weit, oder ist man ein Stück weit auch stolz natürlich, wenn man sich diese Videos anschaut, weil wenn man mal schaut, dass so unsere Anfänge waren und wie jetzt die Entwicklung ist, wie unsere Videos jetzt natürlich sind. Aber ich bin sehr, sehr stolz, aber man wird irgendwie auch traurig. Dann sehe ich so unser altes Studio im Kreinkam, das war wirklich so 60, 70 Quadratmeter, glaube ich, Arbeitsfläche für unsere Stylisten und für uns. Ja. Und da ist so die Geschichte Heidicke in Anführungszeichen entstanden. Klar, mein Vater macht das ja seit gefühlt 40 Jahren, aber so dieses neue Business aufzuziehen mit YouTube halt, wie gesagt, seit 8 Jahren und wie die ganze Entwicklung jetzt ist, dann jetzt wirklich Familienunternehmen, Schwester mittlerweile drin und so weiter. Also es macht einen schon stolz, muss man sagen. Ne? Naja, damit haben wir halt die Grundlage gesetzt. Ne? Also ich sag mal so, ne? Da war ja noch mit Handy und so Scherze. Ne? Da haben wir ja noch nicht so einen ganz tollen Kameramann gehabt. Ne? Und noch einen Redakteur und noch ein ganzes... Wenn ihr wüsstet, wie viele Menschen hier ringsherum sind, damals waren wir alleine. Ja, und das Handy, wir beide und das Handy. Und das Handy. Ah ja, wir hatten noch so eine Stehlichter. Oder hatten wir... Ein Stativ nennt man Stativ, das. Stehlicht. Ja. Stehlicht, ja. Stehlicht. Wie so ein Kerzenlicht. Ne? Ja, so Stativ auch genannt. Naja, aber naja, gut, aber das ist doch nicht so schlecht. Und der Boy im Hintergrund ist auch sehr gut aufgeräumt. Ne? Ja, super. Das ist schon immer, ja, toll. Machen wir weiter. Ja. auch jetzt definitiv wissen, dass es wirklich... Weiß ich, wollen wir mal ein bisschen vorspulen oder wollen wir da ja nicht? Nee, lass mal ruhig ein bisschen das wissen. Ich höre mich ja gerne. Oh, das ist die Telefonnummer. Oh, die haben wir mitgenommen. Die haben wir mitgenommen, Die die haben wir Telefonnummer. mitgenommen. Das war ein guter Deal, ne? Also wenn ihr die Telefonnummer seht, dann könnt ihr heute noch anrufen. Sogar meldet euch, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Anregungen? Ja, Anregungen. Vielleicht habt ihr auch noch Anregungen. Naja, Anregungen, ne? Was wir so in Zukunft bringen sollten, ne? Ja, das meine ich ja. Ja, ja, Anregungen, ja, genau. natürlich dann auch umgehend beantworten.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Andreas Heilige. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Oi, guck mal da. Jetzt hier. Oh, die Vorher-Nachher-Bilder. Oi, 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 oi. Hochauflösend. Aber den Pulli habe ich immer noch. Die Musik ist auch so... Das ist wie so ein Telekom-Jingle, ne? Das ist immer Wiedererkennungswert. Naja. Ja, ihr Lieben, das war natürlich unser erstes Reaction-Video. Einfach mal unsere alten Videos analysieren, beobachten, vielleicht auch mal zu schauen, wie unsere Weiterentwicklung ist. Und ja, jetzt eine Frage an dich, sonst frage ich ja immer meine Modelle. Wie fühlst du dich nach dem Video jetzt? Naja, es hat mich schon berührt und ich finde schon, dass man so Back to the Roots, finde ich schon eine ganz coole Geschichte. Mal zu sehen, wie man so angefangen hat und ja, alles super. Ja. Und natürlich ein Kompliment auch an meine Kinder, an das gesamte Team. Ihr macht das ja richtig hervorragend. Ja, doch, macht mich schon stolz, schon super. Und würdest du jetzt im Nachgang nochmal so ein dünnes Haarsystem tragen wollen oder sagst du, das war für den ersten Moment war das gut, aber jetzt, ja, du bist ja auch ein bisschen heller geworden mittlerweile, sieht man ja, ne? Genau. Na, kommt drauf an, auf die Situation. Zur damaligen Zeitpunkt fand ich es gut, sehr gut sogar. Aber du weißt ja, dass wir relativ schnell mehr Dichte haben wollten. Ja, genau. Ja, nee, also ist alles gut. Und früher hast du ja dein Haarsystem Non-Perm. Es war dir ja wichtig, dass du es abends zum Schlafen absetzen kannst. Genau. Wie sieht das 8 Jahre später aus? Naja, es kommt immer auf die Situation drauf an. Also es gibt schon Tage, wo ich es permanent drauf lasse. Aber man hat ja mit der heutigen Technik ja die Option, ich kann morgens ja das Haarsystem festkleben und kann es eine ganze Woche lang durchtragen. Aber ich kann es abends auch abmachen und am nächsten Morgen mit dem gleichen Kleber wieder drauf machen, außer im Frontbereich. Also ich habe ja alle Optionen. Das lasse ich immer offen, wie ich Lust und Laune habe. Okay, schön. Ja. Ja, also ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat mir unser erstes Video sehr gut gefallen. Ja. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter für ein zweites Video. Also bleibt auf jeden Fall dran. Schaut euch auf jeden Fall das zweite Video dazu an. Und ansonsten, ja, viel Spaß.